Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Bevor wir in das Video reinstarten, es geht sofort los. Ein kleiner Hinweis nochmal auf meinen Partner Holy Energy, die jetzt auch wieder mal eine neue Sorte rausgebracht haben. Diesmal eine Eistee-Sorte zur Winterzeit und muss ich persönlich sagen, von den Eistee-Geschmäckern bisher mein absoluter Favorite. Raspberry, Vanilla, Hibiskus, Tee haben sie jetzt hier auf den Markt gebracht. Ist natürlich wie mit den Energy-Sorten genauso. Wenn ihr Eistee trinken wollt, ist das natürlich auch wieder mal die gesündere Alternative zu den herkömmlichen Eistee-Sorten, die ihr sonst so kennt aus dem Supermarkt. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Gibt auch wieder verschiedene Zusammenstellungen dafür. Gibt jetzt auch diese geilen Emaille-Tassen. Davon habe ich auch zu Hause hier eine im Regal zu stehen. Die finde ich persönlich sehr cool. Und ja, wie immer gibt es natürlich auch verschiedene Sachen, die bis einschließlich zum 31. Dezember laufen. Wenn ihr hier was bestellt, bekommt ihr natürlich auch was umsonst. Ja, das auf jeden Fall dazu. Checkt gerne den Link unten in der Videobeschreibung aus. Mit dem Code DORZA spart ihr euch auf euren Gesamteinkauf 10%. Ansonsten mit dem Code DORZA5 spart ihr euch 5 Euro. Könnt ihr euch aussuchen, was für euch mehr Sinn macht. Und jetzt starten wir ins Video. Ja, denn wir befinden uns heute auf dem Main. Da gibt es eine coole Sache, die ich euch zeigen möchte. Und zwar hatte mich gestern, ich glaube gestern war es gewesen, hatte mich der Piccolo angeschrieben. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen aus den YouTube-Kommentaren, denn er schreibt mir seit, ja, wirklich schon Ewigkeiten, jeden Tag, wo ich ein Video mache, schreibt er mir jeden Tag einen Daily Comment in die Kommentare rein. Und das ist natürlich Support, auch auf einer ganz treuen Ebene. Und ich hatte mich schon immer hin und wieder mal bedankt. Jeden Tag gehe ich ja auch immer nicht auf die Kommentare ein, lese sie aber jeden Tag dafür und habe mir schon immer überlegt, wie kann man das wieder gut machen und so. Ne? Jetzt hat der Piccolo eine Aufholjagd gestartet und zwar auf meinem Server, auf S31, ja, hier hat er sich zur Aufgabe gemacht, mich eines Tages zwar nicht einzuholen, aber eventuell früher oder später mal so in die Top 100 vielleicht zu kommen. Und das große Ziel von ihm ist es, mal irgendwann bei uns hier in der Gilde Celtic reinzukommen und mitzuspielen mit mir in einer Gilde. So, es haben natürlich jetzt schon mehrere Leute immer mal wieder versucht, auf dem Server hier durchzustarten und in die Gilde reinzukommen und eine Aufholjagd zu machen und sich nach oben zu arbeiten, um halt in der Gilde mit mir auf meinem Main zu spielen. Und ja, bisher habe ich das immer noch, ja, zwar begleitet, ein paar Leute kenne ich sogar noch hier aus meiner Freundesliste, haben es aber nie wirklich durchgezogen. So, bei Piccolo denke ich mir so, der ist so treu jeden Tag am Start, hat so viel Ausdauer, auch jeden Tag einen Daily Comment bei mir zu schreiben, so wie ich halt die Ausdauer habe, jeden Tag ein Video zu machen, hat er die Ausdauer, jeden Tag dabei zu sein. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Piccolo hier auch die Ausdauer hat, um halt eben ja, irgendwann eines Tages wirklich mit mir in einer Gilde zu spielen. Und das Ganze werden wir auch begleiten. Er ist hier der Demonic Piccolo, spielt einen Dämonenjäger passenderweise halt, ne? Und es ist halt eben ein Langzeitprojekt, was er hier halt eben verfolgt. Und ist jetzt kein krasser Reinpilzer, aber das muss auch nicht sein, denn es zählt wirklich die Ausdauer, ja? Und das Ganze hat er auch wie in seiner Beschreibung hier aufgelistet, ja, verfolgt er in Form eines Videotagebuchs, ja, und das Ganze möchte ich euch sehr gerne empfehlen. Dazu könnt ihr auch gerne mal in die Beschreibung schauen. Gestern hat er sein allererstes Video hochgeladen und dokumentiert das vielleicht so einmal die Woche, seine Fortschritte auf dem Server hier in Bezug auf die Aufholjagd und wie das Ganze hier vonstatten laufen wird. Ja, ihr könnt da sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Ich lasse euch einfach mal den Link in der Videobeschreibung und in den Kommentaren stehen und dann könnt ihr das sehr gerne mitverfolgen. Aber seid euch auch bewusst, der Piccolo hat ganz, ganz frisch mit YouTube angefangen und das ist sein allererstes Video. Deswegen hat er dahingehend auch noch nicht, so ist ja ganz normal, hat man da natürlich auch noch nicht so die Erfahrung, sag ich mal, so flüssig frei zu reden, wie ich das jetzt schon nach 1000 Videos mache. Ich laber euch ein Kotelett aufs Ohr. Für die einen oder anderen ist es vielleicht auch wieder nervig, ja, dass ich hier so viel laber und die anderen mögen vielleicht so ein bisschen die etwas ruhigere Art und Weise. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal gern vorbei, wenn euch das Ganze interessiert, wie er das hier ja in einem Videotagebuch einmal die Woche oder so halt begleitet hier auf dem Server. Ich bin selbst sehr gespannt. Ich glaube,
dass das wirklich durchzieht auf lange Zeit gesehen, weil ich halt jetzt die Ausdauer halt auch immer in den Kommentaren mit sehen kann und ja, ist jetzt hier halt eben so mal in so eine Zwischengilde gelandet, die wahrscheinlich so den Eintritt frei hatten, sag ich mal, um halt eben, ja, zumindest so ein bisschen von den Anfangsboni der Gilde zu profitieren. Ne? Ja, hier unten sehe ich übrigens Höllschreis Wille. Ja, kennt bestimmt der ein oder andere aus meiner Videobeschreibung. Die erste Gilde, in der ich gewesen bin, in ganz Shakes and Fidget. Das war die allererste Gilde, damals geleitet von vielen Real-Life-Kumpels. Die meisten haben aufgehört und hatte das lange Zeit auch begleitet noch die Gilde. Irgendwann später ging es nicht mehr und ich konnte, ja, naja, die Gilde wirklich nicht mehr zusammenhalten, weil jeder auch andere Interessen hat natürlich im Real Life. Und dann bin ich ja dann irgendwann früher oder später dann zu Flames of Destiny dann gewechselt. Und dann halt eben jetzt vor gar nicht mal allzu langer Zeit halt eben zu Celtic. Ne? Ja, deswegen, also ich bin sehr gespannt. Ich verfolge das Projekt. Ich habe ihn mir auch in der Freundesliste mal gespeichert. Werde da jeden Tag mal so einen kleinen Blick reinwerfen. Und ja, deswegen, ja, jeden Tag immer diese Ausdauer zu haben und einen Support dazulassen, ne, ist das für mich die perfekte Gelegenheit, um mal auch eben ein bisschen was zurückzugeben an der Stelle und das, denke ich, sollte auch belohnt werden. Ja, fühl dich aber nicht unter Druck gesetzt jetzt, ne, mach ganz chillig weiter, so wie du es bisher auch machst und genau. Ich sag's immer wieder, Shakes and Fidget ist halt ein Marathon und kein Sprint und deswegen sind so eine Langzeitprojekte halt auch eben, ja, in meinen Augen deutlich mehr wert, als wenn man jetzt hier sagt, ey, komm, wir machen jetzt hier mal irgendwie so einen Push und dann ist vielleicht, ja, der Geldbeutel alle oder die Motivation ist nicht mehr so da und dann war es das gewesen so, ne? Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. In der Vergangenheit ist es wirklich häufig vorgekommen, dass Leute mir so privat geschrieben haben, ey, ich mache auf deinem Server so eine Aufholjagd und ja, ich finde das immer cool. Ja, ihr könnt es auch weiterhin sehr, sehr gerne machen. Versucht auch auf S31 zu spielen, vielleicht einen Zweitaccount zu machen oder so. Es ist sogar relativ empfehlenswert auf dem Server hier vielleicht sich Gedanken zu machen, einen Zweitaccount zu bespielen, denn wie ihr ja schon in der Vergangenheit mitbekommen habt, ist S31 der Testserver geworden aus Players Sicht und das heißt, ihr könnt hier wahrscheinlich alle Updates so wie den Elevator und den Legendary Dungeon immer einen Tag spielen, bevor der richtige Release stattfindet und dann habt ihr auch immer noch einen Tag mehr Zeit, beziehungsweise nicht mehr, ihr habt genauso viel Zeit wie jeder andere auch, ne? Dafür endet ja das Event auch einen Tag früher als bei den anderen, aber in der Zeit habt ihr halt einen Tag, wo die ganzen Updates noch nicht irgendwo released worden sind auf allen Servern gleichzeitig, sodass es halt zu Serverinstabilitäten kommt. So ist das ja das Event wirklich nur auf einen Server, auf S31 begrenzt, wodurch die Performance meistens auch immer zum Start der Events immer sehr, sehr flüssig läuft. Und nächsten Tag, wenn es um Freitag 16 Uhr auf alle Server released wird, dann kommt es meistens zustande, dass halt eben ja, es doch mal hier und da zu Rucklern kommen könnte und so, ne? Und deswegen ist es schon ganz cool, das Ganze hier auch, ne? Natürlich, weil man den Content halt auch einen Tag früher hat, das Ganze hier mal so mit zu begleiten. Deswegen, ja, falls ihr Interesse habt, startet gerne Aufholjagden auf dem Server hier und es macht sogar relativ Sinn, sogar hier auf dem Server einen Account zu erstellen. Zwecks halt, wenn man halt die Updates immer einen Tag lang früher sehen möchte oder so, ne? Ja, deswegen kann ich da auf jeden Fall nur sagen, S31 ist da der Server, den man wählen sollte. Ne? Aber auch so, weiß ich nicht, in der Vergangenheit, wenn ich mir mal so ja, ich weiß, ich komme jetzt nicht auf die letzten Gilden, aber es haben sich viele Leute immer so zusammengeschlossen, um halt auf den Server hier durchzustarten, aber wie gesagt, meistens immer nicht so von langer Dauer und deswegen, ja, mal gucken, was hier draus wird. Ne? Ja, ansonsten mit meinem Char bin ich jetzt über die letzten paar Tage sehr, sehr gut vorangekommen. Ich hatte viele Statpunkte gemacht auf meine Attribute, hatte im Legendary Dungeon jetzt auch knapp, naja, dadurch, dass ich halt ein bisschen bevorzugt wurde, auch den einen Tag, weil das ja den nächsten Tag gefixt worden ist mit dem Legendary Dungeon, hatte ich ja an dem einen Tag wirklich sehr viel Gold gefarmt. Da hatte ich am ersten Tag mit 16 Runs oder was das waren, schon über 5, fast 6
Milliarden Gold gefarmt. Dann im letzten Stream auch nochmal ordentlich was dazu gepackt, sodass man mit Items und alles so schon sagen kann, dass ich so auf die 900 bis 1000 Skillpunkte durch den Legendary Dungeon alleine gekommen bin und dann halt eben auch noch die ganzen anderen Sachen, wie zum Beispiel zahlreiche Gold-Events, die auch zum Tragen kamen, wie Umzughelfer, oder halt eben die Erweiterung allein in der Goldgrube, dass man jetzt halt eben ohne Bedenken einfach sein Gold abholen kann. 10 Stunden hat man Ruhe und man hat halt die volle Value der Goldgrube. Alleine dieses Feature ist ja schon so unglaublich strong, dass man da, weiß ich nicht, schon 3-4-fach so viele Skillpunkte macht wie vorher, jetzt nur auf das Feature der Goldgrube halt gesehen. Und alleine das ist ja schon mega huge. Ja, deswegen sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Wir können uns mal vergleichen so ein bisschen mit Sir Webster. Das ist ja so der, wo ich noch am meisten immer verliere gegen Teufli, eigentlich auch. Teufli gucken wir mal viel zu selten, also Sir Webster ist meistens immer auf der 1. Ne? Stat-Punkt-technisch sind wir da jetzt auch schon ein bisschen vorbeigezogen auf jeden Fall und haben jetzt auch bald die 150.000 in Intelligenz an Basis-Stats. Also das läuft auf jeden Fall auch. Und ja, mal schauen, wenn ich auf 350k Intelligenz bin, werde ich erstmal Ausdauer wieder auf 250k hochziehen. Da ist dann das nächste Ziel auch die 100.000 Basis-Stats in Ausdauer. Und ja, mal gucken, was der Teufli so macht, das weiß ich jetzt gar nicht. Der macht auch gut weiter, wo wir aber auch sagen müssen, dass wir hier auch statpunkt-technisch ihn auch bald überholen in Intelligenz. Da war er immer sehr weit vorne, weil er mehr auf Int gegangen ist als auf Ausdauer. In Ausdauer haben wir ihn ja schon bereits überholt. Und ja, da geht es auf jeden Fall auch voran. Gegen Teufel natürlich besser, wenn wir mehr Int haben, aber gegen Sir Webster besser, wenn wir ein bisschen mehr Ausdauer haben. Guti, ja, das ist auf jeden Fall so der Statusbericht hier von S31. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.